Hallo Leute, ja, ihr seht richtig, ich habe Produkte der zwei wohl bekanntesten Instagram-Brands getestet, und zwar von Hello Body und Pomelo Plus Co. bzw. Pomelo und Co. Während Hello Body auf Hautpflege und Körperpflege spezialisiert ist, ist Pomelo Plus Co. auf Haarpflege spezialisiert. Und ich denke, dass uns allen diese Marken irgendwas sagen werden oder dass wir schon mal was davon gehört haben, denn das sind diese typischen Instagram-Brands. Und wenn ich von Instagram-Brands spreche, dann meine ich eben Marken, die sich hauptsächlich auf Influencer-Marketing spezialisiert haben und natürlich auch immer wieder mit Codes werben. Es gibt da natürlich auch Dinge, die man so ein bisschen unterscheiden muss. Also man muss definitiv zwischen den einzelnen Marken nochmal differenzieren, wie deren Herangehensweise ist, wie hoch die Rabattcodes sind und so weiter und so fort. Aber so ganz im Allgemeinen sind für mich Insta-Brands einfach Marken, die sich hauptsächlich auf Influencer-Marketing spezialisiert haben und immer wieder Rabattcodes verteilen. Ich werde heute natürlich auch über meine persönlichen Erfahrungen sprechen, denn ich habe die Produkte tatsächlich getestet und möchte euch auch sagen, ob sie sich in der Praxis bewährt haben, ob ich sie mir nachkaufen würde, wie die Formulierung ist, was mir positiv, was mir negativ aufgefallen ist, und gegen Ende lasse ich natürlich auch nochmal Menschen aus der Branche zu Wort kommen. Auf Instagram habe ich euch gefragt, ob ihr bereits Produkte einer Instagram-Brand gekauft habt, und da haben sehr, sehr viele von euch das bejaht, und das bei über 6.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, was ich wirklich krass finde. Aber die spannendste Frage für mich war tatsächlich, ob diejenigen, die diese Produkte sozusagen gekauft haben, auch zufrieden damit waren, ob sie okay fanden oder ob ihr eher enttäuscht wart. Und da sieht das Ergebnis folgendermaßen aus: Die meisten unter euch fanden die Produkte richtig gut bzw. waren zufrieden damit, und andere wiederum fanden sie nur okay. Nur die wenigsten waren enttäuscht von den Produkten der Instagram-Brands. Ich habe mir, wie bereits zuvor erwähnt, Produkte von Hello Body und Pomelo Plus Co. gekauft, um diese mal auszuprobieren. Und ich denke, ich würde einfach mal mit Hello Body starten. Ich vermute, dass die meisten unter euch Hello Body auch tatsächlich kennen oder irgendwann mal was davon gehört haben. Ich habe mich auf der Webseite für den Hello Body Daily Defense Balm mit SPF 25 entschieden und für das Hello Body Hyaluron. Zunächst sei erstmal erwähnt, dass Hello Body natürlich jetzt kein kleines Unternehmen ist und 2020 sich sogar Henkel in diese Branche eingemischt hat. Also die haben wohl relativ hohe Anteile an Hello Body und an Banana Beauty gekauft. Ich glaube, das gehört denen mittlerweile sogar zum Großteil. Wenn ich mich nicht irre, waren es so um die 75% an Geschäftsanteilen, die sie da sozusagen aufgekauft haben. Und das zeigt einfach, wie umsatzstark diese Branche ist. Also dieses Influencer-Marketing darf man definitiv nicht unterschätzen. Da kann man sehr, sehr viel Geld mit verdienen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich das erwähnt und euch auch gezeigt habe. Aber ich persönlich finde es einfach super wichtig, um Zusammenhänge zu verstehen und das Ganze besser einzuordnen. Denn bei diesen Umsatzzahlen bzw. dem Geld, was in den Marken drin steckt, also jetzt nicht nur bei Hello Body, sondern auch Pomelo Plus Co., können wir definitiv nicht mehr von einem ganz kleinen Unternehmen sprechen. Und ich denke, dadurch werden Einschätzungen bezüglich bestimmter Entscheidungen oder der Art und Weise, wie Dinge kommuniziert werden oder der Art und Weise, wie Dinge vermarktet werden, besser greifbar. Dann lasst uns mal loslegen mit meinen persönlichen Erfahrungen zu diesen zwei Produkten von Hello Body. Die habe ich mir natürlich im Online-Shop von Hello Body gekauft. Ich habe auch einen 20% Rabattcode verwendet, der direkt auf der Webseite von Hello Body beworben wurde, und habe über 30 € für diese zwei Produkte bezahlt. Ich muss sagen, die sind in Ordnung formuliert, die sind mild formuliert, es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten, es ist keine anderweitige Parfümierung enthalten. Aber das ist natürlich keine Garantie dafür, dass alle Produkte innerhalb des Hello Body Sortiments zum Beispiel ohne deklarationspflichtige Duftstoffe auskommen, denn das ist definitiv nicht der Fall. Das heißt, ihr müsst wirklich selbst auf die Inhaltsstoffe schauen und gucken, ob das Produkt von der Formulierung zu eurer Haut passt oder nicht. Denn nur weil einige der Produkte eben mild formuliert sind, heißt es nicht, dass es alle sind. Ich habe mich für diese zwei genau deswegen entschieden, weil sie eben keine
deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten und weil ich sie besonders interessant fand. Und bei dem Hello Body Defense Balm ist mir tatsächlich was aufgefallen, weswegen ich den Kundenservice von Hello Body kontaktiert habe und sozusagen auch gleich so ein bisschen ausprobieren konnte. Denn ich habe in der Vergangenheit schon mal den Kundenservice bezüglich der Produkte kontaktiert und war da nicht ganz so zufrieden. Deshalb muss ich Hello Body hier auf jeden Fall positives Feedback geben, denn der Kundenservice hat sich sehr, sehr verbessert. Und zwar ist mir bei diesem Daily Defense Balm aufgefallen, dass es natürlich wie ein Sonnenschutzmittel vermarktet wird. Also da stehen auch diese ganzen Infos drauf, dass man genug auftragen soll und so weiter und so fort, wie man das auf normalen Sonnenschutzmitteln findet. Aber hier fehlt ein UVA-Siegel und das ist auch eine Empfehlung, die ich an euch weitergeben würde. Wenn ihr ein Sonnenschutzmittel kauft oder wenn ihr euch ein Sonnenschutzmittel aussucht, achtet darauf, dass auch ein UVA-Siegel oder irgendeine Info bezüglich des UVA-Schutzes mit drauf ist. Denn das ist super, super wichtig, damit ihr eben nicht nur vor UVB-Strahlung ausreichend geschützt seid, sondern dass ihr eben auch eine Info habt, dass die Sonnencreme, die ihr verwendet, auch einen gewissen Schutz gegen UVA-Strahlung bietet. Und deshalb habe ich Hello Body angeschrieben und habe erstmal eine Antwort bekommen, die sehr menschlich war. Also man hat zugegeben, dass man das nicht weiß, warum da kein UVA-Siegel drauf ist, aber dass man meine Frage natürlich weiterleitet. Und einige Tage später habe ich dann nochmal eine E-Mail erhalten mit der Antwort, dass diese Sonnencreme selbstverständlich nach der internationalen Methode getestet ist, was wirklich großartig ist, und dass sie auch vor UVA-Strahlung schützt, weshalb das Produkt, was sozusagen dann in der nächsten Produktion rauskommt, ein UVA-Siegel tragen wird, weil dieses Produkt auch vor UVA-Strahlung schützt. Klar kann man jetzt hier so ein bisschen pingelig sein und sagen, ja, das UVA-Siegel kann nur drauf, wenn der UVA-Schutz mindestens 1/3 des UVB-Schutzes entspricht. Aber ich will hier nicht so pingelig sein. Es kann natürlich einfach daran liegen, dass man das vergessen hat mit einzufügen oder das eben dazu zu sagen oder das zu erwähnen. Aber die Antwort finde ich sehr, sehr zufriedenstellend und wirklich großartig. Was die Praxis angeht, bin ich nicht sonderlich zufrieden mit dem Produkt, denn in der entsprechenden Auftragsmenge, also 1 Gramm fürs komplette Gesicht, rollt sich dieser Daily Defense Balm ziemlich doll ab. Also erstens lässt er sich nicht ganz so easy verteilen, er trocknet relativ schnell auf der Haut an. Das heißt, man muss sehr, sehr schnell sein und ihn sehr, sehr schnell einarbeiten, was natürlich so ein bisschen nachteilig ist, denn ich möchte meine Sonnencreme selbstverständlich schön gleichmäßig auf meinem Gesicht drauf haben und das schaffe ich mit diesem Produkt definitiv nicht. Es rollt sich ab und es sieht stellenweise sehr, sehr unschön aus, weshalb es für mich persönlich einfach nicht funktioniert und weshalb ich es mir auch nicht nachkaufen würde, obwohl die UV-Filter-Kombi wirklich gut ist. Es ist Zinkoxid enthalten, es ist auch Tinosorb S drin, was ja unter anderem einer meiner liebsten UV-Filter ist und es ist mild formuliert. Sehr, sehr schade um dieses Produkt, denn an sich ist die Formulierung wirklich, wirklich gut. Auch der Hyaluron-Booster von Hello Body ist nicht verkehrt formuliert. Hier sind unterschiedliche Formen von Hyaluron enthalten, was ich echt toll und begrüßenswert finde. Pur konnte ich ihn überhaupt nicht anwenden, weil er sich so ein bisschen unangenehm und klebrig auf der Haut angefühlt hat. Und auch wenn ich ihn in andere Produkte sozusagen reingeträufelt habe, musste ich so ein bisschen aufpassen, was die Dosierung angeht. Ein paar Tropfen zu viel und schon hat sich das Produkt so ein bisschen abgerollt oder hat sich sehr, sehr klebrig angefühlt. Hier muss man echt schauen, dass man einfach ein Produkt findet, das mit diesem Booster gut funktioniert. Denn es gibt einige, die nicht so gut mit ihm funktioniert haben, also zumindest so aus meiner persönlichen Erfahrungen. Ich habe ihn mit unterschiedlichsten Produkten sozusagen gemischt und auch was die Dosierung angeht, muss man für sich selbst rausfinden, was man mag und was für einen funktioniert. Aber der Effekt war einfach nicht vorhanden. Also ich konnte nichts feststellen, was irgendwie in die positive Richtung geht, aber er hat sich jetzt auch nicht negativ auf meine Haut ausgewirkt, weswegen ich mir auch dieses Produkt nicht nachkaufen würde. Eine Sache bezüglich der Hello Body Produkte hat mich so ein bisschen geärgert und zwar geht es um die Rabattcodes. Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich für meine Bestellung einen 20% Rabattcode verwendet, nur um dann festzustellen, dass es auch 50% Rabattcodes gibt.
50%. Stellt euch das einfach mal vor. Das ist für mich persönlich immens. Also ich finde 20% schon sehr viel, aber 50% ist wirklich extrem. Und ich vermute mal, also das ist nur reine Spekulation, weil ich da keine genauen Infos zu habe, dass die Rabatte in die Preise inkludiert sind. Also so, dass man es sich eben auch leisten kann, diese Rabatte anzubieten. Das heißt, man könnte eventuell die Produkte von vornherein günstiger anbieten, aber man schlägt etwas drauf, um dem Kunden bzw. der Kundin diese Rabattcodes zur Verfügung zu stellen. Und das erweckt zumindest bei mir den Eindruck, also bei mir als Kundin, weil ich ja die Sachen auch selbst gekauft habe, dass man so ein bisschen Druck bekommt. Also wenn man nicht jetzt den 50% Rabattcode verwendet, dann ist er halt irgendwann ungültig und dann kommt man einfach dazu, viel zu viele Produkte zu kaufen, die man eventuell nicht benötigt, und das ist aus meiner Sicht jetzt nicht sonderlich nachhaltig, und ich persönlich lasse mich einfach auch nicht so gerne unter Druck setzen, vor allem im Hinblick darauf, dass die Preise eventuell so kalkuliert sind, dass diese Rabattcodes mit im Preis enthalten sind. Als nächstes habe ich hier das Peach Paradise Shampoo von Pomelo Plus Co. Und auch hier habe ich über 20 € mit Versand und mit Rabattcode bezahlt. Und ich persönlich finde die Versandkosten mit 6,99 € ein kleines bisschen hoch. Vor allem im Hinblick darauf, dass das Ganze per Warenpost verschickt wird. Was die Formulierung angeht, habe ich nicht sonderlich viel zu meckern, denn hier sind hauptsächlich hautfreundliche Zuckertenside drin. Es ist auch SCS enthalten, also Natriumcocoylsulfat, was jetzt nicht unbedingt zu den hautfreundlichsten Tensiden gehört, aber dadurch, dass es mit den Zuckertensiden kombiniert wurde, wird dessen Irritationspotenzial herabgesetzt. Es sind aber auch etliche Pflanzenextrakte in diesem Shampoo enthalten. Also wenn ihr Probleme damit habt, wenn ihr sehr empfindlich seid, auch was Rinse-Off-Produkte angeht, dann wird dieses Shampoo wohl eher nicht zu euch passen, und auch der Geruch ist so ein bisschen eigenartig. Also ich habe eher erwartet, dass das Ganze nach Pfirsich riecht, aber es ist mehr so ein Vanilleduft, und auch mein Freund konnte das bestätigen. Er findet auch, dass das nicht nach Pfirsich riecht, sondern eher nach Vanille. Was die Praxis angeht, bin ich persönlich nicht überzeugt von diesem Shampoo, denn ich benötige eine immense Menge davon, um meine Haare und meine Kopfhaut zu reinigen, weil es einfach kaum schäumt. Und Schaum ist sehr, sehr gut, um Produkt zu verteilen. Vor allem, wenn ich das eben mit Shampoos vergleiche, die ich im Bad stehen habe, ist das einfach eins, das kaum schäumt und von dem ich sehr, sehr viel benötige, um meine Längen und meine Kopfhaut sozusagen damit zu benetzen. Ich vertrage es zwar bisher ganz gut, und auch das Haar fühlt sich nach der Wäsche kurzzeitig sehr angenehm an. Es sind auch etliche pflanzliche Proteine enthalten, die eben dafür sorgen, dass das Haut so ein bisschen geschmeidiger ist und sich auch so ein bisschen weicher anfühlt. Aber sobald meine Haare trocken sind, ist alles wie immer, und ich kann auch keinen Unterschied zu meinen normalen Shampoos erkennen. Was mir bei Pomelo Plus Co. negativ aufgefallen ist, ist der fehlende Grundpreis auf der Webseite. Denn die Grundpreisverordnung ist ja nicht zum Spaß da. Sie soll ja der Kundschaft die Möglichkeit eröffnen, Preise miteinander vergleichen zu können und eben auch die Mengen besser miteinander vergleichen zu können und das Ganze auch besser in Relation setzen zu können. Aber wenn ein Unternehmen einfach keinen Grundpreis angibt, also zum Beispiel je 100 Milliliter oder je 1 Liter, dann ist es sehr, sehr schwer für die Kundschaft, das Ganze einzuschätzen und besser vergleichen zu können, weswegen ich Pomelo und Co. auch eine E-Mail geschrieben habe und sie darauf hingewiesen habe. Man hat sich zwar fürs Feedback bedankt, aber bis heute nichts an der Webseite geändert. Abschließend muss ich sagen, dass ich mir keines der Produkte nochmal nachkaufen würde, vor allem nicht zu diesen Preisen. Sie waren jetzt nicht komplett schlecht, außer jetzt vielleicht der Defense Balm, der in der entsprechenden Auftragsmenge nicht sonderlich gut funktioniert hat. Aber sie waren jetzt nicht so gut, dass ich nochmal diese Preise dafür zahlen würde. Versteht mich nicht falsch, ich finde es okay, wenn Menschen diese Produkte toll finden und sie feiern und das Geld auch gerne bezahlen. Aber man sollte im Hinterkopf behalten, dass da sehr viel Marketing mit drin steckt, auch was die Preise angeht. Und damit meine Meinung hier nicht so alleine stehen bleibt, lasse ich jetzt auch noch Menschen, die sich selbst als Influencer bzw. Influencerin bezeichnen, zu Wort kommen. Verlinke euch selbstverständlich
selbstverständlich auch noch unten ihre YouTube-Kanäle und ihre Instagram-Accounts, denn ich finde es großartig, dass sie mit mir drüber sprechen möchten, weil ich 25 Influencer und Influencerinnen auf Instagram angeschrieben habe, natürlich auch mit der Möglichkeit, das Ganze anonym zu machen und sie gefragt habe, was haltet ihr denn von dieser ganzen Thematik? Und 3 davon haben sich sozusagen bereit erklärt, öffentlich mit mir darüber zu sprechen, und deren Meinung lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich persönlich kann zu Pomelo und Co. und Hello Body nicht wirklich viel sagen. Ich habe einmal Hello Body getestet vor Jahren, da hat mir ein Lippenprodukt gut gefallen, habe ich zugeschickt bekommen, habe vielleicht 2 Storys zugemacht und dann habe ich es aber auch gelassen, weil es hat sich irgendwie nicht ergeben. Ich habe eine lange Zeit allerdings mit Banana Beauty zusammengearbeitet und ich habe irgendwann aufgehört, mit denen zusammenzuarbeiten. Das kann ich gerne hier in dem Video auch kurz erklären, warum. Es hatte nämlich 2 Gründe. Einmal, Make-up ist ja immer so ein bisschen schwierig. Gefällt es mir, gefällt es dir? Und das ist ja unterschiedlich. Mir haben die Lippenprodukte gut gefallen. Die waren solide. Aber ich habe vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit festgestellt, dass die Leute vertrauen mir. Und auch, ich kann für mich sagen, ich habe mit den Lippenprodukten nichts Schlechtes gezeigt. Das war mein Empfinden. Ich benutze die Lippenprodukte heute noch gerne. Aber ich habe verstanden und auch in der Corona-Zeit gemerkt, dass der Fokus, ein Lippenstiftset für 100 €, auch wenn der ein Code mit 40% ist, sind immer noch 60 €. Das kann ich so nicht vertreten, nicht weil die Sachen schlecht sind, sondern weil es bessere oder gleichwertige Sachen in der Drogerie gibt, die günstiger sind. Und nur um für mich ein paar 100 € für eine Story zu kriegen, kann ich es mit mir selber nicht vereinbaren, dass ich das meinen Zuschauerinnen und Zuschauern zeige, auch wenn die Sachen gut sind. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt, aber das war so ein innerlicher Konflikt. Ich habe eine bessere Alternative gefunden, die günstiger ist, und ich habe es nicht übers Herz mehr gebracht, ein Produkt an meine Leute zu kaufen, was einfach sehr, sehr teuer ist, während es gerade andere Probleme gibt als ein Lippenstift neuen. Und deswegen habe ich mich des Weiteren dagegen entschieden. Zweiter Punkt ist, den ich so auch, glaube ich, öffentlich noch nie kommuniziert hatte. Die Briefings, die man von diesen Instagram-Marken bekommt, sind immer sehr detailliert. Benutze diese Musik, mache dies, mache das, benutze dieses GIF und mache das. Das fand ich am Anfang hilfreich, um ein bisschen da reinzukommen, wie man Produktplatzierungen auf Instagram gemacht hat. Ich habe recht früh angefangen, mit denen zusammenzuarbeiten, habe ich noch keine anderen Produktplatzierungen gehabt. Aber je länger ich das jetzt hier mache, umso wichtiger ist es mir, dass ich meinen Zuschauerinnen und Zuschauern kreativen Content bieten kann, der authentisch ist. Und wenn ich ein Briefing bekomme, was komplett durchgetaktet ist und mir nicht gesagt wird, was ich zu sagen habe, aber gesagt wird, wie so eine Story auszusehen hat, dann entspricht das nicht meiner Kreativität und das gefällt mir nicht. Und diese beiden Punkte zusammen haben mich dazu veranlasst, das nicht mehr zu machen. Was nicht heißt, dass ich nicht hinter den Produkten stehe. Ich benutze sie heute noch gerne. Hi Lieben, ich bin die Kathi vom Kanal Contra Junkie und da ich auf meinem Kanal tatsächlich auch viel zum Thema InfluencerInnen, Kritik am Influencer-Dasein und Influencer-Marketing spreche, schaut dort super gerne vorbei. Link ist natürlich unten in der Infobox. Habe ich mich sehr gefreut, dass Shenya mich gefragt hat, ob ich auch an diesem Video teilnehmen möchte. Und meine Meinung zu Influencer-Marketing ist so ein bisschen zwiegespalten. Genauso wie es ein zweischneidiges Schwert ist, seine Meinung ins Internet zu posten, finde ich, dass man es von verschiedenen Seiten beleuchten sollte. Natürlich ist es so, dass InfluencerInnen die Litfaßsäulen von heute sind. Also auch ich gehöre dazu. Auch ich trage Produkte, die ich zum Beispiel als PR geschickt bekommen habe und auch Produkte, die ich selber bewerbe oder die ich auch selber gekauft habe. Und natürlich bin ich so auch auf bestimmte Sachen gekommen, die mir selber sehr gut gefallen hat. Aber ich finde einfach, dass es zu wenig Aufklärung darüber gibt, wie zum Beispiel die Parasocial Relationships, also die parasozialen Beziehungen von InfluencerInnen zu ihren ZuschauerInnen gegebenenfalls ausgenutzt wird, um Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Und ich finde einfach, dass das spezielle Influencer-Marketing sich dessen ganz, ganz krass bedient und es gegebenenfalls eben auch ausnutzt, indem sie zum Beispiel diese Parasocial Relationship, die der oder die Influencerin mit ihrer Zuschauerschaft aufgebaut hat, benutzt dafür, um Umsatz zu machen.
Da uns allen ein Stück weit die Medienkompetenz fehlt, mit der fortschreitenden Technologie mithalten zu können, ist das etwas, was ich mit einer hochgezogenen Augenbraue beobachte. Auch wenn ich natürlich selber Influencerin bin und davon auch profitiere, ist es natürlich eine Sache, die mit der eigenen Integrität zu tun hat, ob man Sachen bewirbt, nur weil man dafür Geld bekommt sozusagen, oder ob man auch wirklich davon überzeugt ist. Ich finde, es sollte mehr Aufklärung generell darüber geben, dass zum Beispiel bestimmte Preise extrem hoch gemacht werden, um dann durch diese künstliche Steigerung des Preises eben krasse Influencer-Codes wie zum Beispiel 40%, 50%, 60%, manchmal sogar noch mehr, anbieten zu können, weil das sozusagen in diesem Preissegment mit inkludiert ist und mit einberechnet ist, dass dann eben Influencerinnen dafür Werbung machen, dafür auch noch bezahlt werden natürlich und diesen krassen Code anbieten, um eben diese Verkäufe zu steigern. Und ich finde es auch schwierig, dass es sich dem generellen FOMO, das ist Englisch Fear of Missing Out, also die Angst sozusagen etwas zu verpassen, also einen guten Sale zum Beispiel zu verpassen, ein Schnäppchen oder gegebenenfalls auch den hottesten Shit, der neu auf dem Markt ist, eben zu verpassen. Ich finde es schwierig, dass sich dessen auch bedient wird, und ich würde mir wünschen, dass da transparenter gehandelt wird von Seiten der InfluencerInnen als auch von Seiten der Marken, indem sie zum Beispiel einfach darlegen, woher kommen die Preise und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist allerdings noch ein langer Weg, und bis dahin achtet auf jeden Fall drauf, welche InfluencerInnen ihr euch als Vorbild nehmt oder wem ihr folgt, denn ihr als ZuschauerInnen könnt natürlich bestimmen, wer zum Beispiel bestimmte Deals bekommt, und ihr als ZuschauerInnen könnt eben auch bestimmen, wie viel Geld daran verdient werden kann. Also, be wary, passt darauf auf, wem ihr euer Vertrauen verschenkt, und schmeißt nicht alle InfluencerInnen in einen Topf, denn im Endeffekt, auch wir sind nur Menschen, und es gibt viele von uns, gerade in die kleineren CreatorInnen, die wirklich hart dafür arbeiten, um euch guten Content zu bringen und authentisch zu bleiben. Lasst euch nur einfach nicht über den Tisch ziehen, was das angeht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.